Bist du auf der Suche nach den schönsten und aufregendsten Abenteuern in Südspanien, das dir den Atem raubt? Dann ist Caminito del Rey genau das Richtige für dich. Er gilt als der gefährlichste Wanderweg der Welt und bietet faszinierende Ausblicke auf die einzigartige andalusische Landschaft. An den schmalen Pfaden und schwindelerregenden Höhen ist der Caminito del Rey nichts für schwache Nerven. Wenn du mutig genug bist, die Herausforderungen anzunehmen, sind die Belohnungen endlos. Ist dir das noch nicht genug? Dann gibt es weitere Kletterrouten und den abwechslungsreichsten und attraktivsten Klettersteig Andalusiens mit Zipline und Monkey Bridge. Wenn du also bereit bist, an deine Grenzen zu gehen und den Nervenkitzel deines Lebens zu erleben, dann ist das wieder genau dein Leitfaden zur Bezwingung des Caminito del Rey. Das erste Mal in unserem Leben haben wir einen Guide gebucht, weil sonst hätten wir die Wanderung nicht machen können. Die Wanderung, die muss man vorbuchen, mindestens 2 Wochen vorher. Dann kann man das ohne Guide machen. Wir haben jetzt da pro Person 35 € gezahlt mit Shuttlebus. Und wir gehen heute die gefährlichste Wanderung Europas. Ja, sie ist einmal so bezeichnet worden. Die Wanderung dauert etwa 3 bis 4 Stunden, erfordert eine gute körperliche Verfassung und ist nur für Personen über 8 Jahre gestattet. Die beste Reisezeit für die Wanderung ist im Frühling und im Herbst. Jedoch ist sie auch das ganze Jahr über möglich, solange die Wetterbedingungen es zulassen. Also wir sind jetzt also bei so einer Guide-Gruppe. Die einzigen, die was noch da sind, sind die 2 lustigen. Sonst sind wir nicht alleine. Die Wanderung ist 7,7 Kilometer lang und schlängelt sich durch die steilen Schluchten des El Chorro-Gebiets, teilweise über 100 Meter über dem Abgrund. Der Caminito del Rey wurde in den Jahren 1901 bis 1905 erbaut, um den Transport von Material und Arbeitern zwischen dem Wasserkraftwerk El Chorro und Gaitanillo zu erleichtern. Er erhielt seinen Namen in Anlehnung an den Besuch von König Alfonso XIII. Im Jahr 1921, als der König den Weg benutzte, um die beiden Stauseen der Anlage zu besichtigen. Das Krasse ist, dass dieser super schmale Weg damals auch von Schülern als Schulweg genutzt wurde, weil er die einzige Verbindung zwischen den Dörfern darstellte. Hier die Schulkinder entlang gegangen sind. Nicht der obere, sondern der untere Weg. Und das glaube ich wirklich, dass es einmal der gefährlichste Weg war. Wenn du noch mehr Adrenalin brauchst, dann bleib auf jeden Fall dran. Nachher gibt es noch den Klettersteig. Der Caminito del Rey wurde im Laufe der Jahre vernachlässigt. Dennoch wurde er in den 90er Jahren immer beliebter bei Wanderern und Adrenalin-Junkies. Es kam jedoch zu zahlreichen Todesfällen und der Weg wurde aufgrund seiner unsicheren und gefährlichen Bedingungen bald als einer der gefährlichsten Wanderwege der Welt bezeichnet. Das Ganze war dann so krass, dass der Pfad 2001 für die Öffentlichkeit zunächst erstmal geschlossen wurde, aber dann 2015 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder geöffnet wurde. Wir sind zurückgekommen. Ja! Wir sind wieder bei unserem Zuhause. Und die Tour hat jetzt wieder ungefähr 2 Stunden gedauert mit ganz viel Filmen. Am Schluss haben wir wieder unsere Gruppe. Vielen Stopps, ne? Also ich habe gedacht, es dauert deutlich länger, war aber nicht der Fall. Wir sind wieder beim Hotel angekommen, da wo wir auch sozusagen gestartet sind mit dem Bus vorhin. Also echt super praktisch, weil man sich auch einfach Zeit lassen konnte. Und uns dann die Gruppe am Ende so ein bisschen egaler war, damit wir unsere Aufnahmen machen können. Das war echt cool. Genau. Und bei dem, wie heißt die App nochmal oder die Homepage? Get Your Guide. Get Your Guide. Hier gibt es nämlich, wenn man früh genug nämlich bucht, kann man das ohne Guide nehmen und dann ist es eben viel günstiger. 14 €, 14,90 €. Und mit dem Guide ist cool, man kriegt ein paar Informationen, aber wenn man viel filmen will, dann ist es ein bisschen blöd, weil so viele Leute auf einem Fleck sind. Genau, und es sind überall Busse unterwegs, also man zahlt nur 2 €, da braucht man sich keine Gedanken machen. Einfach zum Eingang und dann losmarschieren und man findet immer einen Weg wieder zurück. Ja, wir sind gerade Caminito del Rey, wir sind hier am Parkplatz und wir packen heute zusammen und werden einen kleinen Klettersteig machen. Zipline, Leute, Zipline. Zipline for free! Ja, es sieht so geil aus, Leute.
Voll schön. Also es ist ziemlich frisch heute auch. Also über Nacht nur so 7 bis 10 Grad gehabt herum. Und jetzt haben wir uns ein bisschen wärmer angezogen und sind gerade auf dem Weg zum Klettersteig. Da oben ist der Berg. Ja. Dass der da irgendwo ist, müssen wir noch suchen. Also wir vermuten, dass der Klettersteig da bei der Wand irgendwo sein muss. Wir haben ihn gefunden. Franny hat ihn, glaube ich, noch immer nicht entdeckt. Ja, sie hat ihn entdeckt. Genau ober dem ehemaligen Zug. Ferrata Comunità del Rey. K3. Also er ist Medium ungefähr. Ja, wir haben gedacht, er ist K2. Das ist ungefähr jetzt der BC. Und der dauert ungefähr 3 Stunden. Wir haben 250 Höhenmeter und 650 Meter geht er links und rechts. Also er ist doch ein bisschen länger, als was wir gedacht haben. Aber der schaut richtig gut aus. Was sagst du? Geil. Also wir sind richtig happy und wir freuen uns schon. Jetzt gehen wir zum Startpunkt. Der Klettersteig ist gratis, wenn ihr eure eigene Ausrüstung dabei habt. Es gibt geführte Touren, dort wird euch die Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Falls ihr ohne Guide geht, denkt an euren Double Pulley bzw. die Doppelseilrolle. Die hatten wir nämlich nicht dabei. Wir haben gerade festgestellt, dass es The First ist, also unser erster Klettersteig in Spanien. Wir sind noch nie in Spanien gegangen. Und der ist gleich ziemlich cool. Da hinten ist gleich das Wasser unten. 2 Bridges gibt es da, also wirklich, ich habe 2 Brücken oder 3, ich bin mir jetzt sicher, ich glaube 2 und echt cool. Da sind wir echt gespannt, was noch kommt. Das müssen wir jetzt ja gerade verewigen. Wir sind nämlich jetzt ja gerade bei der Klettersteig angekommen. Und da ist einfach ein Schild, ja, dass das so ein Zipper ist und dass da 2 Kabel sein sollen, wenn man da umsieht. Wir haben hier nur ein Kabel. Ja. Und wir haben natürlich keinen Zipper mit oder was auch immer, das gibt es da eigentlich gar nicht. Wir werden das jetzt einfach da doppelt absichern. Wir haben die Karabiner drinnen mit dem Sicherheitsseil und wir werden da langsam rüber roppen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie man das vorstellt. Ja, aber das fällt ja ein paar Tonnen aus, das Seil, also das soll passieren, schon langsam rüber. Nicht gut hinhauen. Ich probiere es einmal, gell? Das ist aber ganz schön steil darunter. Da sieht man das. Highlight. Sascha ist jetzt auf der anderen Seite. Ich stehe hier. Es ist eigentlich verpflichtend, dass man hier so einen Doppelpulli hat, den wir nicht haben. Wir dachten geil Zipline, haben aber nicht darüber nachgedacht, dass wir ja irgendwo in Spanien sind und wahrscheinlich da nicht irgendwas vorhanden ist. Sascha hat sich irgendwie rübergezogen mit der letzten Kraft. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich das probiere. Der Klettersteig ist ja voll geil. Ich bin nämlich gerade auf der herüberen Seite, bin ich über das und die Fran ist noch auf der drüberen Seite. Ich habe es versucht einfach so mit den Karabiner, aber es ist mega anstrengend und man bleibt da fast nur hängen. Und ja, jetzt kommen schon die anderen Leute da unten rauf, die sind weiter unten. Und vielleicht haben die so einen Zipper mit, keine Ahnung, wie man das am besten macht. Drüber gegangen, wo die unten sind. Und so schaut das jetzt da aus. So geil. On the outside looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure what I was hoping
So, die Mandarinen, die sind noch nicht ganz reif, aber ja, trotzdem geil, die sind so sauer. Ja, das war unser Berg, da waren wir oben. Der Klettersteig zählt nicht umsonst zu einem der besten und aufregendsten in ganz Andalusien. Beides, die Wanderung und der Klettersteig, sind wirklich einzigartig und gehören definitiv auf deine Bucketlist durch Andalusien. Noch ein kleiner Tipp, falls du noch ein bisschen Zeit hast, dann besuche auch das nahegelegene Naturreservoir El Torcal mit seinen einzigartigen Felsformationen. Dort gibt es übrigens auch einen Campingplatz. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Planen deiner nächsten Reise. Wir teilen mit dir weitere Tipps und Empfehlungen von unserem Roadtrip quer durch Europa. Abonniere gerne kostenlos unseren Kanal, falls du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest und neue Reiseinspirationen erhalten willst. Vielen Dank auch für die zahlreichen neuen Follower. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch und hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Macht's gut und eine schöne Reise.